Herzlich willkommen zum Vortrag Bevor es richtig teuer wird, clever Schichtigen messen. Mein Name ist Thorsten Mehrfeld und ich bin der Leiter des technischen Support bei OptiSense. Ich habe übrigens schon meine Masterarbeit bei OptiSense geschrieben, bei der es um die Erstellung eines Delta-Roboters und die Integration mit der Messung eines Paint-Checkers ging. Schichtigenmessungen sind sozusagen mein Steckenpferd. Apropos Schichtigen, warum wollen wir überhaupt Schichtigen messen? Es geht wie immer um die wichtigsten Sachen, Geld und Kosten, also die möglichen Einsparungen. Viele unserer Kunden überlegen lange, ob sich die Investition in die Messtechnik für sie wirklich rechnet. Nehmen wir uns da mal die FMEA-Fehleranalysen zu Hilfe. Diese stellen die Kosten pro Fehler mit der Zeit ihrer Entdeckung in Verhältnis. Die wesentliche Erkenntnis: Je später ein Fehler erkannt wird, desto teurer wird seine Beseitigung. Die Kosten potenzieren sich sogar. Das heißt, sie erhöhen sich um den Faktor 10, je später sie entdeckt werden. Dies zieht sich von der Planung über die Entwicklung und Fertigung bis hin zum Endkunden. Somit ist ein Fehler, der erst beim Kunden detektiert wird, um den Faktor 1000 höher, als er es in der Planung gewesen wäre. Wir können also schon mal festhalten, es kann richtig teuer werden, wenn wir zu spät oder gar nicht messen. Nun kann es natürlich sein, dass Ihre Schichten funktionsgebend oder sicherheitsrelevant sind oder vom Kunden eine Dokumentationspflicht mit Messung vorgegeben ist. In diesem Fall müssen Sie messen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben bereits die ersten guten Serien produziert und in der aktuellen Serie sind auf einmal Probleme mit der Schichtdicke aufgetreten. Dann wünschen Sie sich Daten der Schichtdicke, die Sie in direkten Zusammenhang mit Eingriffen in den Prozess setzen können, um so die möglichen Schwachstellen zu detektieren und entsprechend einzugreifen. Die Prozesssteuerung ist ein sehr wichtiger Punkt, der durch die Auswertung und Beurteilung der Messdaten entsteht und ist meist erstmal ein Nebenprodukt der Messung. Meist wird dies von den Kunden schon so sehr geschätzt, dass dies allein die Investitionen in die Messtechnik gerechtfertigt hätte. Das heißt, es gibt viele gute Gründe für eine Messung und wir, das OptiSense-Team, stehen Ihnen dabei gerne zur Verfügung. Wer ist OptiSense überhaupt? OptiSense ist ein Spin-off des Fraunhofer Instituts und besteht nun schon seit über 30 Jahren. Seit Beginn sind wir auf die photothermische Schichtigenmessung spezialisiert und stellen für viele Anwendungsfälle die einzige berührungslose und zerstörungsfreie Lösung dar. Nun erkläre ich Ihnen zuerst einmal, wie unser Messverfahren überhaupt funktioniert. Bei der photothermischen Schichtigenmessung handelt es sich um ein berührungsloses und zerstörungsfreies Verfahren für Lacke, Pulverbeschichtungen und Glasuren auf metallischen sowie auf nichtmetallischen Substraten. Dabei wird ein Energieimpuls erzeugt, der von der Materialkombination absorbiert wird und diese um wenige Grad erwärmt. Diese kühlt im Anschluss wieder ab und dieser zeitliche Temperaturverlauf wird mit einem Infrarotsensor von uns erfasst und in eine entsprechende Schichtdicke umgerechnet. Dabei ist es unerheblich, in welchem Zustand sich die Probe befindet. Sie kann sowohl im nassen, vorgetrockneten als auch im ausgehärteten Zustand vorliegen. Auch Beschichtungen von Pulvern vor dem Einbrennen sind ohne weiteres möglich. So können unsere Paint-Checker-Systeme an jeder Stelle in Ihrem Prozess integriert werden und Ihnen stehen die Messergebnisse wesentlich früher zur Verfügung, als dies bei berührenden Verfahren möglich wäre. Dabei umfasst unser Portfolio alles von handlichen Handmessgeräten bis hin zu industriellen Mehrkopfsystemen. Alle unsere Systeme arbeiten schnell, präzise, berührungslos und zerstörungsfrei. Als erfahrener Partner im Bereich der Schichtigenmessung stehen wir Ihnen gerne über den kompletten Produktlebenszyklus zur Verfügung, von der ersten Beratung und Prozessanalyse über die Installation und Wartung bis hin zum Retrofit. Unsere Handmessgeräte bieten einen schnellen und günstigen Einstieg in die photothermische Schichtigenmessung an. Diese sind besonders für die Stichprobenmessung sowie die Messung an großen Bauteilen oder Kleinserien geeignet. Dabei kann ein Mitarbeiter in der Linie autark arbeiten und die QS im Anschluss mit unserer Bediensoftware OS Manager ohne Probleme die Daten auslesen und analysieren. Wichtig ist dabei, dass Kalibrierung und Messungen von Handmessgeräten 1:1 auf die Industrielösungen übernommen werden können. Somit ist ein Umstieg von Handmessgeräten auf Industrielösungen jederzeit möglich. Damit kommen wir auch direkt zu unseren Industrielösungen. Diese werden meist inline bei hohen Stückzahlen und schnellen Taktraten eingesetzt. Unsere Mehrkopfsysteme bieten bei komplexen Geometrien eine gute Möglichkeit, die Anzahl der Messpunkte entsprechend der Geometrie anzupassen. Kritische Stellen werden so zeitnah vermessen. Alle Sensortypen, die wir in unserem mobilen Sortiment haben, finden Sie auch in unserem Industrieportfolio. Zusätzlich bieten wir High-Power-Varianten an, die bestens für die Messung in Robotersystemen geeignet sind. Erfasste Daten stehen Ihnen über verschiedene Bussysteme in Echtzeit zur Verfügung und Sie können sie dementsprechend auswerten und frühestmöglich in den Prozess eingreifen. Welches System für welchen Anwendungsfall? Die Prozesssicherheit steht immer in einem direkten Zusammenhang mit der Anzahl der notwendigen Messungen. Dabei gibt es zwei Ansätze, die Stichprobenmessung und die 100% Kontrolle. Die Auswahl hängt davon ab, wie gut Sie Ihren Beschichtungsprozess unter Kontrolle haben. Je weniger der Prozess unter Kontrolle ist, desto mehr Messungen werden nötig. Im besten Fall kennen Sie vielleicht Ihre Anlage zu fast 100%, Ihre Mitarbeiter sind sehr erfahren und selbst unerwartete Fehler werden schnell erkannt und entsprechend eingegriffen.
In einem solchen Fall kann es ausreichen, nur einen geringen Anteil der Produkte pro Schicht zu vermessen, um eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen. Dies ist ein typischer Anwendungsfall für unser Handmessgerät, da Sie die Zeit haben, neben der Linie oder in Ihrem Labor einzelne Proben vollumfänglich zu vermessen und zu dokumentieren. Nun gibt es auch Situationen, da haben Sie Ihren Beschichtungsprozess noch nicht so richtig im Griff. Die Anlage ist vielleicht gerade neu und Sie kennen Ihre Schwachstellen und Stellschrauben, können aber nicht sicherstellen, dass zeitnah auf Beschichtungsfehler reagiert werden kann. Besonders nach Schichtwechsel, Werkzeug, Materialwechsel kann es dauern, bis sich der Prozess wieder im Soll eingependelt hat. In so einem solchen Fall müssen Sie die Anzahl der Stichproben erhöhen. Nun könnten Sie die Messung mit unserem Handgerät erhöhen oder Sie entscheiden sich, langsam zu automatisieren und vielleicht einen halbautomatischen Messplatz neben der Linie einzurichten. Ja, und dann gibt es natürlich noch das andere Extrem, wo jedes Teil funktionieren muss. Ein sehr schneller Prozess, dessen Einflussfaktoren vielleicht noch nicht bekannt sind oder noch nicht kontrolliert werden können. In einem solchen Fall ist eine 100% Messung notwendig, um Schwachstellen zu detektieren und den Ausschuss zu reduzieren. Dabei müssen festgelegt werden, welche Stellen kritisch sind und wie viele Messpunkte benötigt werden, um eine Aussage über den Prozess und die Qualität der Produkte treffen zu können. In einem solchen Fall brauchen Sie ein System, das direkt in die Produktlinie integriert ist, das jedes Teil schnellstmöglich vermisst und Ihnen die Daten zeitnah zur Verfügung steht. Eine solche 100% Messung schauen wir uns nun am Beispiel von ILB und den Parksensoren an. Die Industrielackierung Biedermann GmbH sitzt in Saalfeld in Thüringen und hat dort ein hochmodernes Lackierzentrum mit über 100 Mitarbeitern. Die hergestellten Sensoren kennen Sie alle aus Ihrem Auto. Die PDC-Sensoren detektieren den Abstand von Ihrem Fahrzeug zu Hindernissen und informiert Sie über das bekannte Piepgeräusch, wie weit Sie noch von dem Hindernis entfernt sind. Diese Sensoren bestehen aus einer Membran, einer Sende- und Auswerteelektronik und werden von einer Schutzkappe abgedeckt. Da es Wagen in jeder Farbe gibt, ist es für die Optik sehr wichtig, dass die Schutzkappen entsprechend der Wagenfarbe lackiert werden. Dabei nimmt die Schichtdicke jedoch Einfluss auf die Sensorik. Das Schwingungsverhalten der Sensoren kann sich ändern, wenn die Schichtdicke zu sehr schwankt. Dabei können die Signalwerte schlimmstenfalls so stark verfälscht werden, dass sie beim Einparken gegen ein Hindernis fahren. Die Lackdicke ist somit funktionsrelevant und muss genauestens kontrolliert werden. Eine 100% Kontrolle ist notwendig. Hier sehen Sie die Pulverbeschichtungsanlage. Hier werden die Schutzkappen in hoher Stückzahl und in einer hohen Taktrate produziert. Da die Schutzkappen nur wenige Zentimeter messen, das Förderband aber 12 Meter lang ist, können Sie sich vorstellen, dass bei einer kontaktbehafteten Messung nach dem Aushärten schlimmstenfalls alle Produkte, die sich noch in der Linie befinden, entsorgt werden müssen. Gesucht wird daher eine Lösung, die die Ergebnisse schnellstmöglich zur Verfügung stellt. Am besten ein System, das noch während der Pulverapplikation misst, also noch vor dem Einbrennen. Dies spart teure Prozesse wie das Entlacken oder das Entsorgen der Bauteile. Wie sieht unsere Lösung für diese Anlage aus? Unmittelbar nach der Beschichtungskabine ist ein LED-Cube-Brett integriert worden, der nun jede Schutzkappe direkt nach der Beschichtung misst, also noch vor dem Aushärten. Dies war kein einfaches Thema, da es sich bei den Schutzkappen um Kleinteile mit Krümmung handelt, die nur 10 mm hoch sind und 20 mm durchmessen. Wie Sie hier im Bild sehen, sind die Schutzkappen sehr eng aufgereiht und haben eine sehr hohe Taktrate. Daher ist es wichtig, dass unser Sensor während der Bewegung messen kann. Der Paint-Checker stellt die Daten dabei in Echtzeit zur Verfügung und überträgt sie an die Datenbank von ILB. Dadurch können die Daten in Echtzeit ausgewertet werden und über eine große visuelle Anzeigetafel an der Hallendecke jedem Mitarbeiter angezeigt werden. Durch ein Toleranzband ist jedem Mitarbeiter leicht ersichtlich, ob sich die Beschichtung noch im grünen Bereich befindet. Eine Tendenz zum Abdriften ist leicht zu erkennen und es kann entsprechend gegengesteuert werden. Somit wird viel Ausschuss gespart. Welche Vorteile konnten wir ILB so ermöglichen? Zu einem die 100% Kontrolle, die Steigerung ihrer Qualität, die Reduzierung des Ausschusses, einen ressourceneffizienteren Betrieb, dadurch dass Pulver eingespart werden kann, sowie eine einfache Dokumentation und prozessübergreifende Analysemöglichkeit. Durch die Vernetzung unserer Sensoren können in Echtzeit alle wichtigen Daten aufgenommen werden und der Prozess bestmöglich überwacht werden. Eine Abweichung kann somit leicht ausgewertet und dokumentiert werden. Die Schutzkappen sind natürlich nur ein Beispiel aus unserem Lösungsportfolio. Die Automobilbranche, die Medizintechnik oder die Elektroindustrie, überall werden vermehrt Schichtdicken gemessen und Abläufe präziser und schneller zu gestalten. Deshalb ist eine leistungsfähige und vollständig integrierte Messtechnik sehr wichtig. Und genau hier setzt Optisense an. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen von kompakten einsensorigen Systemen bis hin zu Inline-High-Power-Messsystemen mit Mehrfachsensoren. Allesamt berührungslos, schnell und hochpräzise. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und falls Sie Fragen haben, stehen ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.